Wir sind in Ho Chi Minh Stadt und besuchen nach der Ankunft erstmal das War Remnants Museum. Das frühere Saigon liegt etwa 900 Kilometer südlich von Hoi An. Das Museum im Zentrum Saigons liefert einen guten Überblick über den Vietnamkrieg aus Sicht der Vietnamesen. Es beinhaltet vor allem Dokumentation und Fotos. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Landes, das bis heute in Form von Behinderungen bei Neugeborenen durch die chemische Kriegsführung mit Dioxin verseuchter Erde, Minen und Blindgängern nachwirkt. Dabei ist das Museum eher Mahnmal als Anklage. Die meisten Bilder stammen von internationalen, vorwiegend amerikanischen Fotojournalisten, von denen sehr viele im Krieg fielen. Sie sorgten für ein Umdenken bei den Menschen, zeigten weltweit und auch in den USA die Grausamkeit der Kriegsführung. So trugen die Fotografen letztendlich auch zum Ende des Krieges im April 1975 bei. Zensuren wie heute und manipulierte Bilder gab es damals nicht. ...60 Kilometer von Saigon entfernt findet sich das Chi-Chu-Tunnelsystem. Es diente als Versteck für die Vietcong-Kämpfer während des Krieges. Der Aufbau dauerte 25 Jahre. Am Schluss existierte eine Stadt mit Wohnbereichen, Küchen, Feldkrankenhäusern, Waffenfabriken und Kommandozentralen. Das System beherbergte bis zu 10.000 Menschen, die jahrelang unter der Erde lebten, heirateten und Kinder erzogen. Die Tunnel existieren auf 3 Ebenen, sind bis zu 10 Meter tief und erstrecken sich auf rund 250 Kilometer. Der Vietnamkrieg dauerte 17 Jahre. Es wurden 3-mal so viele Bomben wie im Zweiten Weltkrieg abgeworfen. Heute ist Vietnam der 10. wichtigste Handelspartner der USA und die USA wiederum der größte Exportmarkt für die Vietnamesen. Was den Besuch betrifft, bin ich jedoch zwiegespalten. Manches wirkt eher wie ein Event als ein Denkmal. Man klettert auf einem gesprengten Panzer herum, macht Fotos beim Blick aus der Luke und auf dem ganzen Areal hört man lautstark Schüsse und Salven aus Maschinengewehren. Dass allein hier 45.000 Menschen starben, scheint irgendwie unterzugehen. 20 Schuss kosten etwa 2 Euro. Dann kann man mit schweren Kriegswaffen und scharfer Munition auf einer Shooting Range herumballern. Das Tunnelsystem gehört zu den meistbesuchten Touristenattraktionen ganz Vietnams. Täglich kommen in der Saison mehrere tausend Menschen. Auf dem Weg von oder nach Saigon bietet sich der Besuch eines Handwerkbetriebes an, der die Realität des Krieges besser wiedergibt. Hier beschäftigt man vorwiegend durch Kriegsfolgen behinderte Menschen, etwa Minenopfer. Sie stellen in Handarbeit Mosaiken aus Perlmutt her. Dazu zersägt man Austern in kleine Stücke, klebt sie mit einem schwarzen Leim auf Holzplatten. Nach langem Schleifen und Polieren entstehen wunderbare Bilder aus den kleinen Muschelstücken. Wir sind zurück in Ho Chi Minh City. Für die meisten Menschen ist es aber weiterhin Saigon. Selbst der Flughafen verwendet als Kürzel die 3 Buchstaben SAI. Die Stadt ist eine 11-Millionen-Metropole mit ebenfalls deutlich mehr Rollern als Autos. Der Verkehr ist nicht weniger chaotisch als in Hanoi. Ihn etwa an größeren Straßenkreuzungen zu beobachten, hat schon etwas. Es erinnert entfernt an Ameisenstraßen direkt am Ameisenbau. Man spürt recht schnell, wie es uns schon ein Guide im Norden des Landes erzählte. 50 Jahre nach dem Krieg gibt es immer noch spürbare Unterschiede zwischen den Menschen in Nord und Süd. Hier ist alles geschäftsmäßiger und oberflächlicher. Saigon ist eine Stadt der Kontraste.
Reichtum und Armut, Kommunismus und Kommerz pur, prächtige Gebäude und dritte Welt, Hektik und Orte, an denen die Zeit stillzustehen scheint. Die einzige Hauptstadt von Südvietnam ist heute die größte Stadt Vietnams, gilt als Kultur- und Wirtschaftsmetropole. Saigon ist riesig, bunt, schrill, chaotisch. Hier tobt das vietnamesische Großstadtleben.